Bei jedem Sturm schläft man ziemlich unruhig, weil man weiß, hier oben könnte irgendwas passieren. Robin hat schon immer verrückte Sachen gemacht. Und es haben ja auch hier, als wir angefangen haben, ein paar Menschen gesagt, ja, in der Eifel kannst du kein Gemüse anbauen. Ja, wir wollen hier Dinge halt auch anders machen. Ja, wir wollen anders mit unseren Lebensmitteln umgehen. Wir wollen ein anderes Verhältnis von Konsumentinnen, Verbrauchern, Verbraucherinnen zu den Erzeugern pflegen. Und ja, wir wollen eigentlich die Landwirtschaft einfach neu denken, ne? und schauen, was ist möglich, auch im kleinen Stil. Ich bin Robin, 30 Jahre alt, lebe in der wunderschönen Eifel in Trimport und habe vor 3 Jahren den Garten Idem gegründet, die erste solidarische Landwirtschaft in der südlichen Eifel. Ich bin gerade hier Tomatenpflänzchen am Topfen und da habe ich noch ein bisschen was vor. Wir haben hier Ende April, Anfang Mai nochmal Jungpflanzen verkauft und da müssen noch so 3000 Pflanzen getopft werden bis dahin. Ich bin jetzt hier am Beschriften, da wir im ersten Jahr die Rückmeldung bekamen von 2, 3 Leuten, dass sie Gurken gekauft hätten und Kürbisse zu Hause geerntet haben. Und da haben wir gemerkt, okay, wir müssen auch die Töpfe beschriften. Es reicht nicht, wenn wir hier eine schöne Ordnung nur haben und nach dem ersten Verkaufstag ist die hinüber. Ja, so passieren da keine Missgeschicke mehr. In der Eifel ist grundsätzlich schon ein Interesse da für die Menschen, die man kennt. Und das ist ja hier auf den Dörfern zum Glück so, dass man einfach mal schaut, so was macht denn der Robin eigentlich jetzt gerade da? Auch nach dem 3. Jahr merke ich das noch. Hier, als wir angefangen haben, ein paar Menschen gesagt, ja, in der Eifel kannst du kein Gemüse anbauen. Aber das ist natürlich Quatsch, weil in jedem Privatgarten wachsen die Sachen, genauso wachsen sie auch hier. Ja, und wir haben Chilis, Paprikas, Freilandpaprikas auch, Auberginen, also viele, viele Sommerkulturen, die auch wärmeliebend sind. Und die können auch hier in der Eifel wachsen. Ja, und uns spielt jetzt der Regen heute Nachmittag ein bisschen in die Karten. Wir haben nämlich mit der Herausforderung zu kämpfen, dass wir erst Anfang Mai von dem Weidetränkenverband das Wasser hier aufgedreht bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt bis dahin immer ein bisschen schauen, wie kommen wir mit dem bisschen Regenwasser, was wir auffangen können, zurecht und wie sind alle Pflanzen versorgt. Und deswegen freuen wir uns schon wieder auf den Regen, weil die Direktsaaten und die Pflanzungen von heute damit direkt gegossen werden. Klar, das Wetter ist eine Überraschungskiste. Es ist einfach so. Das kann ich jetzt nach 3 Jahren Erfahrung ganz klar sagen. In dem einen Jahr war es die totale Hitze und Dürre. Und wir haben nicht genug wässern können. Wir kamen einfach nicht hinterher. Im 2. Jahr hatten wir heftige Stürme, wo uns die Tunnel weggeflogen sind. Wir hatten jetzt dieses Jahr späte Fröste, wo wir über 700 Tomatenpflanzen verloren haben, trotz Tunnel und trotz Vlies. Wir haben starke Regenfälle, wo uns Radieschen und Kohlrabi aufplatzen, wo uns das Wasser teilweise in den Beeten steht oder ein kleiner Bach durch den Garten läuft, wo keiner sein sollte. Bei jedem Sturm schläft man ziemlich unruhig, weil man weiß, hier oben könnte irgendwas passieren. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen aus den ersten 3 Jahren, diese Unruhe, wenn es stürmt. Ich bin ja auch als Quereinsteiger hier rein gestürzt ins Projekt und ich denke zum Beispiel an die vielen Tonnen Beton, die wir geschleppt haben, die wir rückblickend nicht unbedingt hier gebraucht hätten auf der Fläche. Es war eine richtig schöne Zeit, auf jeden Fall. Es war so voller Tatendrang, ganz viele Menschen, die ganz begeistert mitgewirkt haben und noch gar nicht so genau wussten, worauf sie sich einlassen. Es war schon so eine Aufbruchsenergie.
Ja, da denke ich sehr gerne dran zurück. Ja. Ich meine, es fühlt sich alles schon anders an jetzt als vor 3 Jahren. Ne? Diese Aufbruchsenergie, die hat sich natürlich ein bisschen gesetzt. Und jetzt findet man sich schon viel eher im Alltag wieder. Und jetzt geht es gar nicht mehr so darum, was Ganzes aufzubauen, sondern es geht jetzt darum, an welchen Schrauben wird noch gedreht. Es ist immer wieder so, dass wir viel investieren müssen zu Beginn der Saison, um Menschen von unserem Konzept zu überzeugen. Das Konzept der solidarischen Landwirtschaft, das hat halt hier noch keiner gemacht bei uns in der südlichen Eifel. Und es braucht halt auch ein Maß an Verantwortungsübernahme der Menschen und auch Umstellung und Anpassung ihres eigenen Konsums. Und dass die Menschen verstehen, alles klar, hier wird geerntet, was der Garten hergibt. Und das ist, was letztendlich auf meinem Teller landet. Es geht um die Saisonalität und die Leute dafür zu sensibilisieren und eben auch für die Herausforderungen in der Landwirtschaft. Und wenn wir das gepackt haben, dann haben wir sehr wertschätzende und glückliche Mitglieder mit unserem Gemüse. Der Garten Idem kommt gerade in seine sommerliche Fülle, auch wenn da jetzt nicht so viel von zu sehen ist, wenn man an den Himmel schaut. Ich bin jetzt gerade die Auberginenpflanzen am Stützen. Die haben sehr lange auf sich warten lassen. Wir hatten in den letzten 2 Jahren mehr Auberginenbeete. Es gibt Leute, die feiern die sehr. Ja. Allerdings haben wir auch rausgehört und mitbekommen, Aubergine nicht everybody's darling ist. Schon viel zu tun dienstags. Und es muss ja auch zu einer bestimmten Uhrzeit dann fertig sein, damit die Mitglieder die Sachen auch abholen können. Das ist Pflücksalat. Das ist halt nicht so lang haltbar wie ein Kopfsalat, aber dafür sind das so ganz feine, frische Blätter. Unsere Mitglieder kriegen ja alles, was geerntet wird aus dem Garten. Es gibt bestimmte Kulturen, wenn wir halt von einer Sorte nicht genug ernten, wo es dann eine Option gibt, wo man wählen kann. Aber eigentlich ist es so gedacht, dass alle Mitglieder das Gleiche kriegen. Und ich glaube, dass sie den Pflücksalat schon auch mögen. Ich hoffe. Boah, der geht schon in die Blüte. Das ist quasi, wenn der anfängt zu blühen. Das ist ja die Blüte der Pflanze. Das ist ja alles essbar, auch wenn es blüht. Aber sowas wäre im Supermarkt dann wahrscheinlich schon wieder nicht mehr verkäuflich. Das ist der erste jetzt für die Saison und das Anfang Juli. Und Marie hat noch einen Gast, der da nicht sein sollte. Ein Kohlweißling ist das. Der legt seine Eier gerne an Kohl und dann schlüpfen da Raupen, die den Kohl häufig zerfressen. Deswegen haben wir die Kulturschutznetze auch oben drauf, damit der Kohlweißling halt nicht so an den Kohl drankommt. Aber dieser hier hat wohl ein Schlupfloch gefunden irgendwo. Wir pflücken hier gerade die Zuckererbsen. Bei ihm landet mehr im Bauch als in dem Kästchen, aber das ist ja auch Sinn und Zweck der Übung, dass die Kinder hier sehen, wo die Sachen wachsen und das dann auch direkt naschen können. Guck mal, das wir jetzt alles ernten können, ne? Ja, wir wohnen ein bisschen außerhalb und ich bevorzuge das natürlich sehr zu dem, was ich im Supermarkt kriege. Im Supermarkt muss ich auch 10 Kilometer fahren, dann fahre ich doch lieber hierher. Sind nicht mit dem LKW durch Deutschland gefahren oder vom Ausland her geflogen. Das ist das Schöne. Ziemlich früh für mich klar, dass ich nicht den klassischen Weg gehen werde. Auch während meines BWL-Studiums war klar, dass nicht die typische BWL-Karriere auf mich warten wird. Mich drückt man besser nicht in einen Anzug mit Krawatte und erwartet dann, dass ich von 8 bis 5 auf meinem Bürostuhl sitze. Ich habe schon vieles gemacht, viele spannende Kapitel in meinem Leben gehabt und Wendungen. Und ja, der Garten Idem passt letztendlich so gut, weil
ich hier sehr viel gestalten konnte. Das war schon was Besonderes und was ich aber auch brauche für mein Leben. Wir sind froh um die Ernten, die wir haben, und es waren jetzt trotz des herausfordernden Frühjahrs schon über 1 Tonne Gemüse, die wir geerntet haben und auf die Mitglieder verteilen konnten. Ja, und alles in allem sind wir ganz happy damit, wie es läuft. Hier haben wir die runden Zucchinis. Hier kommen nochmal rote Beete. Die gelbe ist aus. Hier wohnen Anton und Fleur. Was die zwei leisten, ist wirklich verrückt, ne? Weil, also wir hatten ja jetzt ein unfassbar feuchtes Jahr einfach. Und egal wo man was hochhebt, man findet Schnecken drunter. Aber durch Anton und Fleur haben wir hier echt keine Verluste. Ich denke, es ist eigentlich ganz gut für die Gemeinschaft, dass man sich auch mal untereinander kennt, weil meistens ist es ja so, ich bin im Garten und die Leute kommen und die Leute gehen und ich kenne aber die Namen eigentlich gar nicht, und an so Tagen kann man dann sich auch mal wirklich unterhalten. Ja, der erste Eindruck war, das kann ja niemals funktionieren, ob man so viele Leute findet, die da Interesse dran haben und da wirklich mitmachen. Aber er hat uns eines Besseren belehrt. Robin hat schon immer verrückte Sachen gemacht. Also für andere Menschen verrückt, für ihn halt nicht verrückt. Und so erst hat so jeder im Umfeld gesagt, ach, kann doch nicht funktionieren. Aber ich habe es ihm halt zugetraut. Ja, es gibt immer die ein oder andere Situation, wo man sich dann hinterher denkt, da hätte ich Zeit und Energie sparen können, wenn ich die Sache anders angegangen wäre. Aber wichtige Learnings, würde ich sagen. Und was ich mir auf jeden Fall wünsche, sind halt mehrere Schultern, die Verantwortung übernehmen wollen fürs Projekt, die sich gerne einbringen wollen. Ich bin da voll bereit, auch Platz zu machen. Dass es auch ohne Robin gehen kann, genau. Ja. Ihr seid zusammen eingegangen.